Im Jahr 1991 habe ich bei meiner Rückkehr aus Finnland noch einiges abgewickelt, unter anderem einen Computertausch. Ron Byte, der Mitentwickler und Verkäufer von WinRAR, der damals noch in Finnland lebte, war ein Freund von mir, leider 2002 verstorben. Und der hat in einen Tausch eingewilligt. Meinen schönen Sinclair QL habe ich gegen einen zusammengestoppelten Macintosh getauscht. Der Mac ist immer noch in meinem Besitz, funktioniert aber nicht mehr so richtig. Und dem QL habe ich dann jahrelang nachgetrauert, bis jetzt, nach 34 Jahren, vor ein paar Wochen, dieser Ausnahmecomputer wieder bei mir Einzug gehalten hat. Und davon will ich hier berichten. Außer einem gut erhaltenen QL und 2 Netzteilen lagen dem Paket noch einige Bücher und Programme bei, sowie eine Menge Karten zum Einstecken oder Einbauen in den QL. Und über diese Karten werde ich separat in einem eigenen Video berichten. Und als erstes habe ich einem der beiden QL-Netzteile einen Schalter verpasst. Es war typisch für diese Zeit, dass viele Geräte über Stecken oder Ziehen des Netzteilsteckers an- und ausgeschaltet wurden. Dann habe ich den QL über das RF-Kabel mit einem Samsung-Fernseher verbunden. Die typische Startprozedur und das Startbild auf Kanal 32 sind erschienen. Und ich habe dann mit der Funktionstaste F2 den Menüpunkt TV ausgewählt. Auf dem Bildschirm erscheint dann auch ein zweigeteiltes Display zur Eingabe der Befehle und den größeren Teil zur Ausführung des Befehls oder des Programms. Schon beim Start habe ich bemerkt, dass wohl das zweite Laufwerk nicht funktioniert. Das wird aber in einer weiteren Videofolge untersucht. Zum Test des Sinclair QL gebe ich folgenden Befehl zur Ermittlung des Speichers ein. Und das Ergebnis ist links oben zu finden. 128 Kilobyte. Schauen wir uns nun mal den Sinclair QL von allen Seiten an. Die Oberseite wird eingenommen von einer Tastatur, auch eine Kuvertsfolientastatur, aber mit erhöhten Drucktasten. Links sind die Funktionstasten F1 bis F5 angeordnet und rechts findet man die 2 Microdrive-Laufwerke. Auf der Unterseite sind einige interessante Informationen zu finden. Nach dem Garantiesiegel wurde der QL im Dezember 1985 gebaut, und zwar in Korea bei Samsung. Ein Konformitätssiegel ist aufgeklebt, sowie wohl die Seriennummer. Auf der rechten Seite finden wir eine Reset-Taste sowie einen Edge-Konnektor, übersetzt Kantenverbinder, an den man weitere Microdrive-Laufwerke anschließen kann. Nun zur Rückseite. Da haben wir doch ein paar Anschlüsse und ich fange mal von links an. Als erstes findet man die beiden Anschlüsse für das QL-eigene Netzwerk QLAN, das nach Herstellerangaben mit 100 Kilobits arbeiten kann. Daneben befindet sich der dreipolige Anschluss für das spezielle Netzteil, Sinclair-typisch mit einem Nicht-Standardstecker und einem Ausgang von 9 Volt DC und einem zweiten Ausgang mit 15,6 Volt AC.
Als weiteres zur Verfügung steht eine 9-polige DIN-Buchse zum Anschluss eines RGB-Monitors. Es passen teilweise auch 5-polige Stecker in die Buchse. Und ein Schritt weiter nach rechts ist dann die Buchse für das RF-Kabel zum Anschluss an das Fernsehgerät. 2 9-polige D9-Subbuchsen bieten Platz für serielle Geräte. Und 2 9-polige D9-Substecker nehmen unsere Joysticks auf. In der Samsung-Version, die ich habe, passen nun die ganz normalen Atari-Joysticks hinein. Und dann ist da noch ein allerdings abgedeckter Steckplatz, der dient für ROM-Einschübe. Nun drehe ich meinen großen Bruder noch um eine Seite weiter und finde da den großen Schacht für die Erweiterungsmodule. Manche passen genau hinein, andere wiederum stehen über. Aber das betrachten wir etwas genauer bei meinem kommenden Video Kartenspiele. Technische Informationen zu unserem großen Bruder gibt es ja jede Menge, und so will ich hier in Kurzform nur die wichtigsten Punkte aufzählen. Der Sinclair wurde von 1984 bis 1986 gebaut, also nur eine kurze Zeit. Danach wurde an Amstrad verkauft, die die Produktion dann einstellten. Der Prozessor ist ein Motorola 68008, ein sehr fortschrittlicher Prozessor für seine Zeit. Sinclair wählte aber leider die kleine Version aus. Und die Arbeitsgeschwindigkeit betrug 7,5 MHz. Die Grundausstattung des Speichers sind 128 KB. Und diese kann man mit Erweiterungsmodulen bis auf 896 KB aufrüsten. Es gibt 2 Grafikmodi, einmal 256 x 256 Pixel mit einer Wiedergabe von 8 Farben und 512 x 256 Pixel. Nun kann man aber nur 4 Farben benutzen. Der Sinclair QL hat keine spezielle Soundkarte. Sound kann man aber zum Beispiel über Software produzieren. In der Zwischenzeit wurden aber auch schon Soundkarten für den QL entwickelt. Zur Datenspeicherung benutzt man die vom Spektrum bekannten Microdrives. Aber auch hier ist die Entwicklung weitergegangen und hat Erweiterungen für die modernen Datenträger entwickelt. Und dann zum Schluss noch der Hinweis auf das Betriebssystem QDOS. QDOS ist ein Multitasking-Betriebssystem, entwickelt von Tony Tebby und enthält auch den Basic-Interpreter SuperBasic. Begonnen haben wir mit der Wiedergabe auf dem Bildschirm des Fernsehers. Dieser ist über das RF-Kabel verbunden. Wir sehen nun einen zweigeteilten Bildschirm. Im unteren Teil kann man Befehle oder Programme eingeben, die dann im oberen Teil ausgegeben werden. Nun hat mein Fernseher auch eine SCART-Verbindung. Also liegt es nahe, diesen Anschluss auch auszuprobieren. Im Internet gibt es Bauvorschläge für ein RGB zu SCART-Kabel, aber da lasse ich gern den Fachmann ran und habe mir bei der elektronischen Bucht ein solches Machwerk gekauft. Diese Kabelverbindung wird angeschlossen und mein QL gestartet. Es erscheint wieder der Startbildschirm und mit F1 wähle ich dann den Monitor aus. Ein dreigeteilter Bildschirm in Schwarz, Weiß und Rot wird eingeblendet
Und auch hier wird im schwarzen Feld der Befehl oder das Programm eingegeben. Im weißen Feld erscheint das Listing und im roten Feld wird das Ergebnis angezeigt. Leider habe ich hier bei meinem Samsung-Gerät ein kleines Problem, da die ersten beiden Zeichen auf dem Bildschirm nicht angezeigt werden. Und die Breite des Bildschirms, die lässt sich über das Menü nicht einstellen. Schade. Es gibt aber auch dafür eine einfache Lösung. Man kann beim Start die Funktionstaste F2 wählen und kommt dadurch in den TV-Modus. Beachte, das RF-Kabel ist nicht angeschlossen. Und hier haben wir nun alle Zeichen wieder parat. Mein nächster Versuch ist eine HDMI-Wiedergabe. Die wäre für mich ideal, da meine Videograpper mit HDMI-Signalen arbeiten. Ich habe mir da mal einiges bereitgelegt und teste mal die Möglichkeiten aus. Leider habe ich mit meinen Bauteilen verschiedene Monitore, verschiedene Konverter und auch zwei verschiedene SCART-Kabel kein vernünftiges Ergebnis erhalten. Meistens erhalte ich, wenn überhaupt, einen weißen Bildschirm, mit dem ich nichts anfangen kann. Ich werde also die Suche nach einer HDMI-Lösung noch etwas verschieben und wollte nun noch kurz einen Blick in das Innere des QL werfen. In Anbetracht der Länge des Videos werde ich diesen Punkt aber zu einem weiteren Video verschieben. Bei meinen geplanten Kartenspielen muss ich ja sowieso den Sinclair QL öffnen und da ist der Einblick jetzt noch nicht nötig. Nach der kurzen Arbeit mit meinem Sinclair QL stellt sich für mich die Frage, wird sich das alles nun lohnen? Was mich am meisten gefreut hat, war der Fakt, dass ich nun nach vielen Jahren wieder ein QL in die Hand bekommen habe und ich hatte dazu das Glück, ein sehr umfangreiches Paket zu bekommen. Darin sind Teile, die es verdient haben, näher angeschaut zu werden. Zum Beispiel eine Sammlung mit verschiedenen Steckkarten, bei denen ich von vielen noch nicht richtig weiß, für was die nun gebraucht werden. Und dazu wird es also, wie schon erwähnt, ein eigenes Video geben mit dem Titel Kartenspiele. Auch etwas Selbstbau werde ich an meinem Sinclair QL machen. So wechsle ich ein Microdrive-Laufwerk gegen ein Micro-Pico-Drive mit einer SD-Karte. Werde noch einen Nachbau einer Minerva MK2 Adapterplatine mit einer I²C-Schnittstelle und einer Echtzeituhr anfertigen. Außerdem wird es sicher noch einen Versuch mit einer EEPROM-Platine für den hinteren ROM-Port geben. Auch das soll in einem eigenen Video gezeigt werden. Ideen für weitere Videos zu meinem QL habe ich ja noch. Aber wir wollen mal sehen, wie dazu mir die Zeit reicht. Und hier will ich mich nun bedanken für Ihre Zeit mit meinem Video und freue mich auf Ihr nächstes Dabeisein. Mein Bild aus dem Saarland, das ist dieses Mal das Saarpolygon in Ensdorf. Und nun tschüss und Salü aus dem Saarland.